rest of it is much shorter. Out of this, what are the convictions now? First of all, that the crisis that humanity is facing is urgent. We can no longer say, perhaps, it is now too late to do nothing. We often hear, it's never too late to do something, but I think we have to hear, it is now too late to do nothing. So that's the first conviction. The second conviction I shared last night is that for me, the way of survival has to be a development of a capacity we are given, we have as human beings, of being in contact with that great mystical source we have called God by so many different names, and living in contact with our present time. And for this, I just want to use a small symbol. Again, I thank Sister Gita for digging this out of the earth for me, and it took a lot of effort. And that's why we've chosen it, because it was deeply rooted and difficult, therefore, to move. I'd like to say something. Aus all dem haben sich also die Überzeugungen entwickelt, die ich heute vertrete. Die erste Überzeugung ist, dass ich glaube, dass die Menschheit in einer akuten Krise ist. Wir können nicht mehr sagen, naja, vielleicht gibt es Probleme. Jetzt ist es definitiv zu spät, nichts mehr zu tun. Es heißt oft, es ist nie zu spät, etwas zu tun. Ich möchte das umkehren und sagen, jetzt ist es zu spät, nichts zu tun. Meine zweite Überzeugung ist für mich die Überlegung, dass wir als Menschen die Fähigkeit entwickeln müssen, die wir mitbekommen haben, in Kontakt mit dieser mystischen, mysteriösen Quelle Gott, dem wir ja viele verschiedene Namen gegeben haben. Wir müssen in Kontakt mit dieser mystischen Quelle sein im heutigen Leben. Und dafür habe ich ein Symbol mitgebracht und ich möchte mich bei Schwester Gitte herzlich bedanken dafür, dass sie mit sehr viel Aufwand und Mühe diese Pflanze ausgegraben hat. Wir haben sie auch deshalb ausgesucht, weil sie so lange Wurzeln hat. And it's no surprise to any of us. It has the deep tap roots that go into the unfailing water source. And without that, there is no life, it dies. Es ist also nicht überraschend, dass diese Pflanze wirklich ganz starke, tiefe Grundwurzeln hat, die das immer verfügbare Grundwasser anzapfen können. Denn ohne dieses Grundwasser gibt es kein Leben. And we also know it has to put out roots wide in all directions, grasping the earth around it. Otherwise it doesn't withstand the storms. Gleichzeitig braucht die Pflanze aber auch viele Seitenwurzeln, mit denen sie sich in der Erde, im Erdreich festhalten kann, denn sonst ist sie nicht stabil genug, um den Stürmen widerstehen zu können. We had a small fir tree with exactly the same structure. With a small fir tree. Fir tree? Eine Fichte. Yeah. Yes. It's ours too. We have simply to get our roots down into our unfailing water source, which is what we've called mystical awareness or spiritual consciousness, but back into God. Und dieses Bild, diese Struktur, die können wir auch für uns als Menschen hernehmen. Auch wir müssen mit unseren Grundwurzeln ganz tief nach unten und diese unfehlbare Quelle anzapfen, die wir auch mystisches Bewusstsein genannt haben. We realize that for too long, far too many people have been rooted in the non-essentials of religion. Und wir haben festgestellt, dass über einen zu langen Zeitraum zu viele Menschen ihre Wurzeln in die nicht wirklich grundlegenden Quellen der Religion gewurzelt haben. And we heard that said last night in so many different ways.
we also have a spirituality that reaches out far and wide in all directions of the contemporary situation. Wir haben, das ist auch letzte Nacht schon angeklungen, wir haben auch eine Spiritualität, die gleich diesen Seitenwurzeln in alle möglichen Richtungen dieser spirituellen Dimension sich ausbreiten können. We have to be in contact with what is really going on around us in the world. Wir müssen diesen Kontakt zu all dem, was wirklich rund um uns in der Welt passiert, auf diese Weise halten und festigen. In the spiritual network we call it the spirituality of reading the signs of the times. Because Jesus said to his disciples, can you not read the signs of the times? You're so clever at reading the weather forecast, I wish our weather forecasters were, but you know, can you not read the signs of the times? Do you not know what is happening around you? This is the spirituality of everyday life. In unserem spirituellen Netzwerk nennen wir das die Spiritualität des Alltags, nämlich in der Lage sein, die Zeichen der Zeit zu lesen, wie das auch Jesus gesagt hat. Wir können komplexe Wettervorhersagen interpretieren und lesen, aber können wir die Zeichen der Zeit wirklich nicht lesen? And I think I have to say this in case there is a misunderstanding. Father Paul Zulena, whom I think everybody knows, and I certainly have great respect and admiration for, said something to me last night that I think is dangerous. Und ich möchte da jetzt etwas sagen, um ein Missverständnis auszuräumen. Paul Zulehner, den Sie sicher alle kennen und den ich auch wirklich sehr bewundere und schätze, hat gestern Abend etwas zu mir gesagt, was ich für gefährlich halte. He said, the spirituality of mystical consciousness is very high. It's not. It's every day. Where you don't get frightened by the word mystical, we have to use some word. It's the awareness of the depth of meaning and the presence of God's mystery in everything we do. From the computer to the football match, to the star on the highway, that is where we're drawing our understanding from and we're making a response to. I know for too long the word mystical has removed us from a few people, chosen people, from the ordinary everyday life. Now it's time we have to correct that. To be aware at this deeper level is human. It's the full dimension of our humanness. And it's up to each one of us to develop it. And that is where I'm finishing now, because how to do it, I think there are as many ways of contributing to this development of this human capacity as there are people, and certainly as there are people in this room. So when we share and discuss afterwards, I think those different ways will emerge from the group. We know how we've been called to do it, but I think everybody is. And I look forward to hearing how you have found it and how you want to go. Sagte, Paul Zulehner, dieser Geist des mystischen Bewusstseins ist ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass dieses mystische Bewusstsein etwas sehr Alltägliches ist. Das Wort Mystik hat uns zu lange eigentlich ferngehalten, hat uns irgendwo abgeschreckt. Mystik ist in allem, was wir tun, in allem, was uns umgibt, was wir leben, im Computer genauso wie in einem Fußballspiel oder im Stau. Daraus resultiert nämlich unser Verständnis des Lebens, so wie wir es erleben, und auf dieses Verständnis gibt es eine entsprechende Reaktion, eine entsprechende Antwort zu finden. Zu lange war Mystik etwas für Auserwählte und das ist etwas, was wir jetzt korrigieren müssen. Es geht einfach um diese tiefe Ebene des vollen Verständnisses für die menschliche Natur. Und diese tiefere Ebene können und müssen wir alle entwickeln. Wie?
dafür gibt es wohl so viele Wege, wie es Menschen gibt, zumindest aber so viele Wege, wie es Menschen in diesem Raum gibt. Und wenn wir dann